Da haben wir jetzt also die neue A7R6. Ich will euch einfach mal ein bisschen meine Gedanken dazu mitteilen. Ich konnte jetzt am Wochenende ein bisschen ausprobieren, da mal ein bisschen mit rumspielen. Und als allererstes, das soll kein Sony-Gebäsche-Video werden, das soll aber auch kein Fanboy-Gelaber werden oder so, sondern ich möchte euch einfach mal meine Gedanken zu dieser Kamera mitteilen, weil da gibt es jetzt schon einige Sachen online. Entweder die Leute feiern es ohne Ende oder die Leute beschweren sich, die Kamera ist zu langsam und so weiter. Wir müssen das Ganze mal realistisch sehen. Ich konnte sie jetzt am Wochenende ein bisschen austesten, nicht wirklich lang, aber ich durfte damit mal ein bisschen rumspielen. Ich habe die Kamera ehrlicherweise schon vor Wochen vorbestellt, als die Rumors mal so rauskamen. Das will ich mal dazu gesagt haben. Und ich werde auch weiter erstmal an meiner Vorbestellung hängen. Es wird sich da aber was ändern, weil ich wollte eigentlich meine Nikon Z8 dafür in Zahlung geben, weil ich gedacht habe, was die Rumors gesagt haben, voll stacked und so weiter, die könnte eigentlich meine Z8 ersetzen. Dazu wird es jetzt vermutlich nicht kommen. Ich werde euch jetzt auch gleich erklären, warum das so ist. Ich will, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen meine Gedanken dazu teilen. Als erstes will ich dazu gleich mal klären, bin ich von der Kamera enttäuscht? Ganz sicher nicht. Was Sony da rausgebracht hat, ist schon ein gutes Stück an Technik. Habe ich von der Kamera mehr erwartet? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Und zwar, wir haben erstmal, ich habe mir hier so ein paar Wörter aufgeschrieben, ein paar Stichwörter, damit ich hier so ein bisschen im Flow durchkomme. Also wir haben 67 Megapixel Voll-Stacked Sensor, wir haben 30 FPS und das Ganze mit Pre-Capture. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich muss sagen, das ist schon eher ein Hammer. Das sind wirklich gute Spezifikationen und ich denke, als da die Rumors rauskamen, haben die Leute damit auch erstmal nicht gerechnet, weil das sind ja wirklich schon Werte, da geht schon einiges vorwärts. Das sind Hammerdaten. Dazu kommen angegebene 16 Stops an Dynamik, also 16 Blendenstufen Dynamik. Ob es die Kamera da ganz erreicht, das müssen erst noch die Messwerte so ergeben. Ich gehe aber davon aus, dass die schon nochmal was draufsetzen kann auf die A7R5, die da ja schon ehrlich gesagt wirklich nicht schlecht drin war und schon eine richtig gute Bildqualität geboten hat. Ich gehe davon aus, da wird noch ein bisschen was draufgesetzt. Dann natürlich 4K 60 im Video, 4K 120, 8K 30. Im Videobereich muss ich ehrlicherweise sagen, da ist es Standard. Also da gibt es jetzt nichts, wo man irgendwie was groß feiern müsste oder so. Das Ganze kommt dann natürlich noch mit ein paar Einschränkungen. Erstmal, wir haben kein 8K 60. Das ist meiner Meinung nach, hätte das da schon mal reinkommen dürfen, weil es eben bei anderen Herstellern schon Standard ist, mehr oder weniger. Dazu haben wir kein internes RAW-Video. Das ist für mich schon eher so ein Punkt, der ist mir fast wichtiger als 8K 60. Klar, 8K 60, das kann man auch einfach mal benutzen, um eine kleine Zeitlupe mit einem bisschen Crop zu machen. Also so ganz abwegig ist das Ganze nicht. Ich habe es öfters mal benutzt, gerade natürlich auch, wenn man ein bisschen mit Tele arbeitet und da dann doch noch mal ein bisschen reinkroppen kann, hat man da schon einen Vorteil. Internes RAW ist bei mir eben so eine Sache. Ich habe öfter mal Videos im RAW aufgenommen, wo ich nicht wusste, wie ich umgehen soll mit dem Weißabgleich, dazu noch Belichtung und so weiter. Ich arbeite eigentlich recht gern im RAW. Mit der S1 II und der ZR macht es natürlich wirklich sehr viel Spaß. Ist bei Sony natürlich schade, dass es wieder nicht intern in die Kamera reingekommen ist, weil mit meinem Atomos, den will ich da echt nicht mehr extern anschließen. Das ist immer so ein Aufwand. Ja klar, das ist wirklich was, das betrifft auch nicht jeden und es ist eine Fotokamera, muss man einfach dazu sagen. Aber ich finde, Sony könnte so langsam auch mal den Schritt gehen, bei einer 5.000 € Kamera so ein bisschen was mehr an Videosachen reinzupacken. Wir bekommen auch keine Waveforms, was natürlich zum Belichten im Video dann doch sehr viel einfacher wäre, ist auch so ein Ding, das wird den FX-Kameras wahrscheinlich vorenthalten und ja, die Kamera kostet halt trotzdem 5.000 € und wenn wir uns den Wettbewerb angucken bei Nikon oder bei Canon, da bekommt man das in die Kameras halt auch rein. Ist natürlich ein bisschen schade. Dann haben wir 4K-Video. Ist nicht so detailliert wie zum Beispiel bei einer A7 IV, wo das Ganze aus 7K runtergerechnet wird. Hier wohl nur aus 5K. Sieht also nicht ganz so detailliert aus. Dafür hat es einen 8 Millisekunden Readout. Das ist schon wirklich schnell und ihr habt 14 Millisekunden beim Dual Gain. Also wo ihr wirklich eine Blende mehr eigentlich an Dynamik drin habt, das ist auch schon wirklich sehr, sehr gut. Real gemessen sind es dann 13,6 Stops an Dynamik im Video und das ist schon ein richtig guter Wert. Also in den Basis-Video-Einstellungen, wenn man nicht so auf die Details achtet, dann macht die Kamera von der Bildqualität her auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Dann haben wir noch 32-Bit Float.
mit dem Adapter eben, aber ist ja besser als überhaupt gar nicht. Also da kann man nichts sagen. Dazu der neue Akkulaufzeiten 2 Stunden in 8K oder 4K 60 ohne Überhitzung, 3 Stunden in 4K 24. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir aber zum angesprochenen Thema vom Anfang, den Sensor. 67 Megapixel Vollstack-Sensor. Bin ich davon enttäuscht? Auf gar keinen Fall, habe ich mir erwartet, auf jeden Fall. Denn wir haben einen Readout von 18 Millisekunden und das ist für einen Full-Stack-Sensor schon wirklich sehr langsam. Wenn wir uns das Ganze mal im Vergleich anschauen, eine A1 II, eine Z8, die liegen alle unter 4 Millisekunden. Das ist also wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wir sind mit den 18 Millisekunden circa 5-mal so schnell, als es eine A7R5 gebracht hat. Also da hat sich schon wirklich sehr viel getan, aber wir sind im Fully Stacked Sensor Bereich einfach noch sehr langsam unterwegs. Die Enttäuschung ist vielleicht natürlich auch ein bisschen größer, weil es gab ja im Vorfeld Aussagen von Leuten, die scheinbar schon seit Wochen die genauen Specs wussten und davon Readout-Zeiten unter 10 Millisekunden geredet haben, von Readout-Zeiten um die 6 Millisekunden geredet haben und jetzt ist es halt doch eben anders gekommen. Deswegen darf man sich natürlich auch nicht beschweren, wenn jetzt mal der eine oder andere davon ein bisschen enttäuscht ist. Es macht die Kamera nicht wirklich schlechter in dem Bereich, wo sie ist, denn sie hat eben 67 Megapixel. Das darf man erstmal nicht vergessen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer und bietet soweit eigentlich auch kein anderer, vor allem nicht mit der Geschwindigkeit. Jetzt sind wir aber eben bei den Vollstack-Sensoren Zeiten um 4 Millisekunden gewöhnt und müssen uns da eigentlich keinerlei Gedanken mehr machen über einen Rolling Shutter oder auch über Banding. Und das sind 2 Themen, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Die einen Leute sagen, der Rolling Shutter, da seht ihr sowieso nicht oder fotografieren dann irgendwelche Tiere auf weite Entfernungen, die sich keinen Meter bewegen, während das Bild gemacht wird. Da müsst ihr mit Rolling Shutter auch nicht kämpfen. Da gibt es einfach keine Probleme. Bei Vögeln ist es so, entweder euch reichen vielleicht die 10 FPS mit dem mechanischen Verschluss, dann habt ihr da überhaupt gar keinen Rolling Shutter Effekt drin. Wenn ihr da eben mit den 30 FPS arbeitet, kann es da manchmal bei einem Flügelschlag irgendwie zu verbogenen Flügeln oder so kommen, ja. Wenn ihr Mitzieher macht, da seht ihr das Ganze schon ein bisschen mehr. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Sport damit fotografiert, die Kamera ist nicht für Sport ausgelegt, aber mit 30 FPS bietet sie sich natürlich dafür an, dann habt ihr da eben das Ding, Schläger werden verbogen, Bälle werden unrund und das eben auch mit dem Vollstack-Sensor, weil er eben nur 18 Millisekunden kann. Ihr müsst da also so ein bisschen differenzieren. Es ist keine Sportkamera. Was ich aber als viel größeres Problem sehe, ist bei Hochzeiten zum Beispiel in der Kirche oder im Standesamt. Da wollt ihr nämlich nicht mit 30 FPS shooten, ihr wollt aber leise shooten. Also benutzt ihr da den elektronischen Verschluss. Und dann habt ihr eben das Thema mit dem Bending. Und das kann da wirklich ein Thema sein. Kunstlich ist da einfach ein bisschen so der Feind von dem Ganzen. Und mit einem vollgesteckten Sensor mit 4 Millisekunden fällt euch das Ganze einfach sehr viel leichter, da die Probleme aus der Welt zu schaffen. Ein mechanischer Verschluss wäre dann natürlich am besten, aber wie gesagt, es geht da ja dann auch um die Lautstärke. Und was ihr wirklich nicht wollt in einem Standesamt, irgendwie groß den mechanischen Verschluss zu verwenden. Und deswegen ist das ein Thema für mich, zum Beispiel auch, bei mir sind es halt so Sachen, ich würde die Kamera wirklich vielseitig einsetzen. Sind es Porträts oder eben sowas wie Hochzeiten oder Standesämter oder sowas. Ich würde aber dann natürlich auch ein bisschen was Sportliches mit shooten. Jetzt klar, beim Fußball oder so werden da wahrscheinlich nicht mal so die Probleme auftreten. Ich mache aber auch gern Porträts von oder mit Tieren. Also von Tiere, entweder Tiere, die in der Gegend rumrennen, dann kann es sein, dass der Hintergrund natürlich ein bisschen verzogen wird. Ich mache aber auch gern Porträts auf Tieren, zum Beispiel Reiten und dann vor allem einmal quer durchs Bild. Und da kann das Ganze dann natürlich schon mehr so ein Problem mit dem Rolling Shutter sein. Also es ist eben wirklich nicht so, man hat die Probleme nicht nur im Sportbereich, sondern man kann sie überall finden. Vor allem eben, wenn Kunstlicht dabei ist, kann das ein größeres Problem werden. Und deswegen, jeder, der mit einer A7R5 zufrieden ist und da vielleicht upgraden will, für den geht es nur bergauf. Es kann nur besser werden. Die A7R5 war so langsam 5-mal schneller jetzt.
Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wo Leute sich Gedanken machen müssen, was im Vorfeld sehr viele Leute gemacht haben, nachdem die Specs dann oder die Kamera vorgestellt wurde, dann eher weniger, sind eben die Leute, die zum Beispiel von einer A1 oder einer A1 II auf mehr Megapixel wechseln wollten zum Beispiel. Oder vielleicht komplett von einem ganz anderen System, Canon R5 II, Nikon Z8 und so weiter, Z9. Die Leute, wo da vielleicht wechseln wollen, die müssen sich da jetzt schon mehr Gedanken drüber machen, denn es ist von diesen Kameras, von diesen Voll-Stacked-Sensoren eben doch einen Rückschritt in der Geschwindigkeit von der Readout-Zeit, also vom Auslegersen, vom Banding, vom Rolling Shutter, gibt es da schon wirklich mehr Probleme. Und dann muss man sich das halt so ein bisschen überlegen, ob es einem da jetzt die 67 Megapixel wert sind. Klar, wenn ihr von einer Nikon Z8 kommt mit 45, da habt ihr 22 Megapixel mehr. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Bei einer A1 würde ich schon wirklich überlegen, ja, 17 Megapixel sind zwar auch noch, aber 50 Megapixel, Leute, das sind eigentlich auch schon echt viele Pixel, die ihr da verarbeiten müsst. Es ist ein bisschen schwierig. Die A7R6 bringt natürlich noch weitere Vorteile. Gerade das neue Autofokus-System und so weiter, das ist halt schon wirklich richtig gut, funktioniert natürlich auch im Video richtig gut. Also die Kamera an sich, das Komplettpaket, vor allem für die 5.000 Euro, 5.099, ihr kriegt einen Rabatt, dann wird es ein bisschen billiger, ist es schon wirklich ein richtig gutes Gesamtpaket und ich muss auch ehrlich sagen, es ist immer noch mehr, als ich erwartet hatte. Also ich hätte nie gedacht, dass die Kamera jetzt wirklich so kommt, wie sie rausgekommen ist und das ist ja auch schon mal, ja, nicht so schlecht. Deswegen, ich habe sie vorbestellt, bin ich auch so ehrlich. Ich habe sie aber nicht vorbestellt, weil ich die Kamera unbedingt wollte, sondern ich habe sie vorbestellt, weil ich wieder ins Sony-System kommen wollte. Ich will dafür meine anderen Systeme nicht abgeben, aber ich will wieder eine Sony-Kamera für mich selber haben und die nicht immer irgendwo ausleihen müssen, wenn ich mal wieder Objektive und so zum Review bekomme. Und da hatte ich erst an die A7 IV gedacht. Dann kamen die Rumors auf, die A7R6 soll demnächst kommen, deswegen wollte ich warten. Und dann ist das natürlich so, wenn ihr jetzt ein Objektiv genauer angucken wollt oder so, Auflösung ist dann natürlich immer ganz toll, wenn man das dann noch in der Schärfe ein bisschen besser bewerten kann. Deswegen habe ich da den Schritt zur A7R6 gewagt, ja, in der Vorbestellung. Ich habe bei meinen Freunden von Fotoprofi da wieder vorbestellt und da soll es vermutlich auch nächste Woche, vielleicht auch diese Woche schon losgehen. Jetzt ist es so, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich wollte eigentlich mein Nikon-System bzw. meine Z8 mit ein paar Objektiven in Zahlung geben, weil ich schwimme auch nicht im Geld und jetzt ist es aber so, ich will meine Z8 eigentlich nicht abgeben, genau wegen dem Thema, was da jetzt eben mit Banding und mit, ja, Geschwindigkeit und so weiter entstanden ist, weil ich habe es wirklich schon gemerkt, ich habe ja andere Kameras mit Teilstack-Sensoren, die aber auch schon schneller sind als jetzt eine A7R6 und da habe ich eben schon gemerkt, dass selbst die Geschwindigkeit von denen mit 15 Millisekunden oder so mir manchmal nicht gereicht hat und ich da wirklich entweder Banding oder eben Rolling Shutter Effekte drin hatte, die ich so nicht wollte. Deswegen, ich will eigentlich eine schnellere Kamera und ja, die Z8 wird dafür wahrscheinlich nicht gehen dürfen. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich bin gespannt, wann die Kamera kommt. Jetzt am Wochenende geht es dann in Urlaub. Ich glaube fast, bis dahin wird es nichts mehr werden. Aber man kann ja mal schauen, was da noch so rauskommt. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Lasst mir doch einfach mal die Kommentare da, was ihr so dazu denkt, was ihr dazu so sagt. Habt ihr die Kamera bestellt? Seid ihr vielleicht enttäuscht? Wollt ihr nicht wechseln? Sind es euch zu viel Megapixel? Was ihr da so denkt. Liked das Video, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.